Hallo, heute wollen wir uns mal den BGM PK-Stoßdämpfer angucken. Und der Dämpfer wird geliefert mit zwei verschiedenen Adaptern. Einmal für die originale Länge, wie sie in der PK benötigt wird, mit 205 mm und einmal in einer kürzeren Variante, wie sie zum Beispiel für Gabelumbauten, wenn man eine PK-Gabel in eine V50 adaptieren möchte, benötigt werden. Die V50 hat etwas kürzere Gabel als die PK, deswegen muss die PK-Gabel gekürzt werden. Der Dämpfer muss also ebenfalls kürzer werden und dafür ist dann der mitgelieferte kürzere Adapter. Und wenn man das Ganze noch optisch ein bisschen mehr vorne runternehmen möchte, also die Gabel etwas tiefer setzen möchte oder das Fahrzeug optisch absenken möchte, gibt es also noch einen separaten Adapter, der das Ganze nochmal weiter tiefer legt, den Stoßdämpfer. Und der Adapter ersetzt hier oben diesen Einstellmechanismus und wie der Umbau funktioniert, das zeige ich euch heute mal. Dazu brauchen wir ein paar Kleinigkeiten. Einmal Heißluftpistole, ein bisschen Werkzeug, ein 19er und ein 27er, was Kleines im Hausgebrauch. Dann brauchen wir noch einen Aktivator für die Schraubensicherung. Die Schraubensicherung, eine Bürste zum Reinigen, ein bisschen Fett, Bremsenreiniger, einen sauberen Lappen zum Nachputzen und ein paar Handschuhe, weil gleich wird es heiß. Der Einsteller hält den Federteller hier oben fest, wo die Feder drauf liegt. Und damit wir nachher Zugang zur Pleuelstange haben, an der müssen wir uns ein bisschen festhalten, um den Einsteller abzudrehen, müssen wir jetzt erstmal die Feder ausbauen. Damit die Pleuelstange hier nicht beschädigt wird nachher beim Gegenhalten, beim Festhalten, wenn wir den Adapter oben abdrehen, braucht ihr ein geeignetes Werkzeug, einen geeigneten Satz Backen, womit die Pleuelstange gehalten wird. Am besten wäre halt irgendein weiches Metall, Aluminium, Kunststoff, auf jeden Fall irgendwas, wo ihr die Pleuelstange mit einspannen könnt, ohne dass ihr die verkratzt. Da dürfen keine Kratzer drauf kommen. Niemals, nie, nicht. Keine Kratzer. Sonst wird der Stoßdämpfer beim Einfedern sofort undicht. Also Gegenhalten mit der Zange macht man nicht. Am besten ist wirklich einfach flächiges Einspannen über eine große Fläche mit Aluklötzen oder Alu-Schonbacken, damit die Pleuelstange sich nicht mitdrehen kann. Um die Verklebung von dem Adapter zu lösen, muss der obere Bereich erwärmt werden. Den könnt ihr einfach so lange erwärmen, bis man den mit dem Schlüssel den Adapter leicht drehen kann. So, sobald der Adapter gelöst ist, kann man den Adapter abnehmen, aber dran denken, das Ding ist echt heiß, deswegen am besten mit Handschuhen, Zange oder irgendwas abnehmen. Und hier ist der Adapter schon unten. Dann spannen wir das aus und das Gewinde muss gereinigt werden, damit der alte Schraubenkleber abgeht. Und das Fett hier oben drauf, das bleibt dran. So, jetzt haben wir den Adapter ab, das Gewinde sauber gemacht und damit wir das jetzt verkleben können, spannen wir unseren Stoßdämpfer wieder ein. Als kleine Montagehilfe nehmen wir für hier oben für die Kolbenstange, für den Einsteller ein bisschen Fett. Das hat den Hintergrund, dass wenn wir gleich die Schraubensicherung drauf machen, die Schraubensicherung nicht den Weg in den Einsteller findet und den zuklebt, sondern das Fett den an dieser Stelle aufhält. Dann brauchen wir noch das Feder, die Gegenkappe für das Domlager, die kommt vorher drauf, und den Aktivator und die Schraubensicherung. Der Aktivator wird benötigt, weil der Schraubenkleber, die Schraubensicherung hier, nicht erkennen kann, dass es eine reaktive Oberfläche ist, weil die ist verchromt, da ist Chrom drauf und die Schraubensicherung reagiert mit dem Chrom nicht. Deswegen muss die Schraubensicherung irgendwie dazu bringen, dass sie reagiert und aktiv wird und deswegen gibt es einen Aktivator, der dann sicher diese Verklebung darstellt. Den Aktivator nehmen wir einfach hier in den Adapter. Das reicht schon, mehr muss es nicht sein. Und die Schraubensicherung tragen wir einfach gegengleich auf, einmal hier auf das Gewinde vom Stoßdämpfer und einmal hier in den Adapter. Das muss jetzt alles sehr schnell passieren, weil der Aktivator aktiviert halt wirklich die Schraubenkleber und der bindet dann halt auch relativ schnell ab. Und alles, was jetzt an Schraubenkleber gleich übergelaufen ist, müssen wir dann, sobald der Adapter fest ist, einfach schnell mit einem Lappen und Bremsenreiniger abwischen. So, Adapter ist fest. Nochmal schnell prüfen. Kleber ist nicht übergelaufen. Wir wischen einfach mal zur Sicherheit daher. Und der Adapter ist verklebt. Jetzt geht es wieder darum, die Feder auf den Stoßdämpfer zu bekommen. Jetzt fehlt nur noch abschließend den Einstellmechanismus wieder
einzubauen. Dazu haben wir dieses kleine Druckstück, dieser kleine Stift, der kommt hier oben rein. Und da kann man einfach mal kurz prüfen, ob der Schraubenkleber den Einsteller nicht festgeklebt hat, indem man mit einem dünnen Werkzeug hier oben reingeht und mal kurz versucht, hier ein bisschen Druck aufzuüben. Ihr seht, da gibt es ein bisschen Widerstand und das kommt auch zurück. Also ist der Einsteller frei und kann ganz normal arbeiten. Dann kommt die Madenschraube hier oben rein und die wird einfach so lange reingedreht, bis ihr Widerstand habt auf der Madenschraube. Und wenn ihr euch jetzt übertragen möchtet von eurem Einsteller, von dem Originaleinsteller von dem Stoßdämpfer, da ist ungefähr, also ein Klick entspricht auf der Madenschraube ungefähr eine Viertelumdrehung. Das heißt, wenn ihr eine ganze Umdrehung macht, habt ihr ungefähr 4 Klicks hier oben verstellt. Und dann kann der Dämpfer eingebaut werden.